Hallo und herzlich willkommen zum 20. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick, Ich bin der Salvo. und heute stellen wir euch die Colt Government vor. In der Umgangssprache ist das Modell auch als 1911er bekannt. Unser Modell ist 1922 produziert worden und ist im Kaliber 45 ACP. Bevor man tiefer ins Review hineingeht, ist es halt einfach wichtig zu sagen, 1911er, die so alt sind, haben ein kleines Problem mit der Munition, weil vor 100 Jahren hat es halt 45 ACP eigentlich wirklich nur eine Art von Munition gegeben. Und da halt jetzt halt einfach viele verschiedene Hersteller und auch von den Dimensionen und alles halt einfach grössere Auswahl da ist, haben die Modelle teilweise Problem mit der Munition, dass sie nicht immer schön in die Kammer gefüttert wird. Ursprünglich kommt das Modell von Colt. Das Modell gibt es in verschiedenen Grössen, auch in verschiedenen Kalibern von Colt selber. Mittlerweile wird das Modell auch von ganz vielen anderen Herstellern weltweit auch in verschiedenen Kalibern und Grössen hergestellt. Das Modell ist von John Browning designt worden, nachdem dass die amerikanische Armee eine neue Dienstwaffe gesucht hat. Sie war mehrere Jahre in der Entwicklungsphase. In dieser Zeit hat sie diverse Tests bestehen, ist auch von verschiedenen Einheiten geprüft worden und im Einsatz gewesen. Und 1911 ist sie noch offiziell als Dienstwaffe gekürt worden. Seitdem hat sie in 2 Weltkriegen gedient und wird auch heute noch mit neuen Maschinen produziert und ist auch wirklich eine der beliebtesten Waffen auf der Welt, würde ich sagen. Die Pistole ist komplett aus Stahl mit Holzgriffschalen. Mit einem leeren Magazin wiegt sie 1,1 kg. Der Schlitten verfügt im hinteren Bereich auf der linken und der rechten Seite über Serrations, damit man den Schlitten besser manipulieren kann. Beim Lauf handelt es sich um einen gezogenen Lauf und der ist 127 mm lang. Das Magazin besteht aus Stahlblech. Es fasst im Original 7 Schuss. Es gibt heute aber diverse andere Hersteller, die grössere Magazine dafür produzieren. Die Griffschale ist bei unserem Modell aus Holz, ist aber nicht original. Ursprünglich hat Colt eigentlich auch mal angefangen mit Holzgriffschalen, ist aber mit der Zeit eigentlich auf Kunststoff umgestiegen. Im hinteren Bereich vom Griff verfügt die Pistole über Texturierungen und eine Öse für ein Lanyard. Zudem verfügt das Modell im hinteren Bereich über eine sogenannte Handballensicherung. Das heisst, wenn man die nicht drücken tut, sprich die Pistole nicht fest im Griff hat, kann man den Mechanismus nicht auslösen. Eine manuell bedienbare Sicherung ist natürlich auch vorhanden, das auf der linken Seite.
da auch zum Erwähnen, die kann man nur aktivieren, wenn der Hammer vorgespannt ist. Die üblichen Bedienerelemente, so wie der Magazinauslasssknopf und der Schlittenfanghebel, sind natürlich auch vorhanden. Bei diesem Modell nur auf der linken Seite, so wie es halt früher halt bei Handfeuerwaffen üblich war. Wie schon vorher erwähnt, ist es eine Hammerfight-Pistole mit einem Single-Action-Abzug. Der Abzugs- und Reset-Weg sind 911er typisch sehr kurz. Der Druckpunkt ist sehr gut erkennbar, durch das Abzugsgewicht eher schwer ist mit 3,5 Kilo. Und der Reset-Weg ist genauso gut erkennbar. Die Visierung dieser Pistole ist aus Stahl. Die Kornvisierung ist starr. Die Kimme kann man horizontal verschieben. Die Kerbung der Kimme ist relativ klein und obwohl sie über keinerlei Markierungen auf den Visierungen hat, kann man gut mit der zielen. Der Rückstoß dieser Waffe ist typisch eigentlich für 45, ein bisschen stärker wie der 9 mm, aber jetzt nicht extrem krass. Zum Schussbild muss man sagen, es ist zwar nicht der erste Lauf, der ist aber auch schon älter und für da muss man sagen, ist das Schussbild nicht schlecht, aber wie gesagt, ist ein relativ alter Lauf, also das Schussbild ja nicht perfekt, aber für das Alter vom Lauf kann man eigentlich nichts sagen. Mein Fazit zu dieser Pistole ist ein bisschen durchmischt. Man muss es so verstehen. Ich bin ein absoluter Fan von einem 1911er und finde, dass, also zumindest sammlertechnisch gesprochen, eigentlich muss jeder einen Colt 1911er haben. Dennoch halt bei sprich so einem Modell wie wir hier haben, wo 100-jährig ist halt dann schon ein bisschen die Frage, ob es halt wirklich mehr als Sammler geht. Weil wenn man mit so etwas doch auch noch, sagen wir, mit regelmäßigen Abständen will schiessen gehen, hat man halt doch das Problem, sprich von der Munition her, wo einem zwingen tut, wenn man sie möchte geniessen und schiessen, dann müsste man eigentlich doch schon diverse Teile wechseln, sprich nicht mehr im Originalzustand lassen. Bei unserem Modell da ist es
nicht so schlimm, kann man sagen. Es ist ein sogenannter Frankenstein. Der Lauf ist schon mal ersetzt worden. Aber eben, sagen wir es für die Allgemeinheit gesprochen, wenn man so ein Modell möchte besitzen und im Originalzustand lassen, dann ist es eigentlich wirklich eher nur als weiterhin Sammlerstück geeignet. Wenn man so etwas möchte besitzen und auch mal immer wieder ein bisschen möchte schiessen, dann entweder halt wirklich halt, ja, dass man halt, sagen wir, das alte Sammlerstück halt einfach modernisieren tut, oder dann eher halt auf ein modernes Modell ausweichen, kann man sagen. Das wäre das, was ich jetzt eher empfehlen würde. Aber 911 allgemein, sie machen Spass zum Schiessen. Also ich würde sicher jedem empfehlen, mal einen 911 auszuprobieren zu schiessen. Und ich bin ziemlich sicher, den meisten wird es gefallen. Mein Fazit ist eigentlich fast das gleiche wie der Salvo. Wie gesagt, so eine alte Waffe ist eigentlich meiner Meinung nach eher etwas für wirklich die Hardcore-Sammler, wo sie nur ausstellen oder ja, selten schiessen, weil die Feeding-Probleme sind wirklich nicht so geil. Wenn 911er, dann würde ich eher auf ein neues Modell ausweichen. Weil halt, ja, 911 ist wirklich mega lustig zum Schiessen, macht Spass, ist cool, ja. Darum 911er wirklich zu empfehlen, aber wenn sportlich schiessen, dann eher ein neues Modell. Ja. Ja, das wäre es auch schon wieder für heute. Euch vielen Dank fürs Schauen. Wie immer findet ihr Detailbilder zu den Pistolen auf unserem Facebook- und Instagram-Account. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und wir würden uns natürlich auch um eure Unterstützung freuen, um jeden neuen Abonnent und Like auf unseren sozialen Medien- und YouTube-Kanal. Da noch ein Dankeschön an SZO Schweiz, wo uns ermöglicht hat, dass wir dort unsere Schussaufnahmen machen dürfen. Ja, danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.